spirit. Far from beating you into submission, the sting of enemy blows bruises your anger instead. Nochmal. Far from beating you into submission, the sting of enemy blows ruse your anger instead, adding extra force to your attacks. Blade Arc. An arched string that slices through multiple enemies around you. Force Raver. Such force is channeled into the attack that it compresses the very air, projecting out a wave of energy that stuns and damages foes. This attack requires a shield. Rending Force. Force Wave shatters enemy armor, making them more susceptible to physical attacks. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir dann später... Also ich meine, wir können das ja irgendwie auch undoen, aber trotzdem, wenn wir dann... Ich weiß nicht, ob es dann später noch geht. Blitz. Charge forth into the fray of racing momentum, taking your enemy by surprise. As a melee weapon. Cadence. The use of weapon form in combat gives your attack a natural cadence, with peaks and upset. While predictable, are none the less effective and difficult to counter. When used as your default weapon, attack cadence will magnify the power of every third strike. Fighting form. Flurry of cadence resonates with the target, causes heavy bleeding. With melee weapons, the resonance causes cadence to strike additional nearby targets. Menhir's Will. As you draw close to death, unyielding will of Menhir fills you with renewed strength. Requires a shield or two-handed melee weapon. Overguards. Assume a defense stance that greatly boosts your combat awareness. You can only maintain this focus for a short duration. Military conditioning. Heavily regimented military training strengthens and fortifies the body against the hardship of war. Okay, das war's schon. Ah nein, das ist Veteranacy. Experience in some of the toughest threats of the colonial wars has given you the ability to survive ordeals that would be fatal to others. Also, am besten hat mir bisher der gefallen. Den nehme ich jetzt auch gleich mal. Muss ich das andun? Gut, ich kann alles andun. Sieht zwar aus. Ja, ich nehme den jetzt aber trotzdem mal. Oh, müssen wir immer unten anfangen. Oder was? Ach nee, müssen wir nicht. So, ja, ich nehme sie jetzt mal alle. Oh, krass. Das ist ja schon. No skill points to head. Ach so, alles klar, dann ist mal alles weg. Ah, okay. Also wir haben ja wohl noch einiges vor uns mit dem Level hier. Ich nehme mal das gerade. Aha. Was sind denn die Level? Ey, ich denke, das ist gut. Haben wir ordentlich was vor uns. So, 2, aber eigentlich reicht mir da einer, ne? Wie viele bräuchte ich denn? 5 bis zum nächsten.
was ich dann als nächste Klasse nehme, ich meine, ja, ne, das, so viel habe ich jetzt noch nicht. So, nee, das mir nur, wenn ich nur 2 Sachen gleichzeitig dran. Ich will gerade mal schauen, ob es dann. Aha, siehst du? Ich kann das nämlich nicht mehr zurück machen. So eine Scheiße. Ey, das ist ja kacke. Na gut, jetzt haben wir den. Ja, nehme ich mal das. Was soll's? Was wäre das denn? Ja, nehme ich das wieder mit. Was nicht? Nee, ich will es runterziehen, Mann. Ja gut, dann sprechen wir das mal so. Alter, kann ich das nicht runterziehen hier? So. Okay. Active Sign, alles klar. So, haben wir jetzt 1. Ich weiß nicht genau, was das machen soll. Ist das ein Schlag oder was? Nehme ich mal das noch und das noch. Wie das dann, wie die dann werden. Was sie für Schaden machen und so. Komm, nehme ich das mal noch mit. So. Also wie gesagt, erster Charakter, keine Ahnung von dem Spiel. Wir werden wahrscheinlich irgendwann sterben und dann schauen wir mal, was wir danach machen. So sprechen kann ich wieder nicht mit 5, sondern so. So geht das. Ja, jetzt kommen wir tatsächlich so. War das lustig? Dann brauche ich mir die Sachen hier. Ja, die kann ich jetzt auch rein. We'll give you a good price on what we've got left. See you around. The blade looks a bit dirty, a bit dry there, stranger. Come back to me when you put a few of the dead where they belong. I want to hear all the detail. So, mit dem können wir quatschen. Ich weiß nicht, ob der das schon durchlässt. Ja, doch, tatsächlich. I've heard about what you're doing for us, risking your life. You're more than earned for your keep. Please, come inside and rest a while. Welcome to Devil's Crossing. Service. Wie viel brauche ich? 105, okay. Welcome back to Devil's Crossing. I'll let you through. Ja, schauen wir mal gerade rein. Oh, Quests. Wir sind jetzt immer noch nicht, wir haben immer noch nichts gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ein bisschen, schaut hier. What do you want? I haven't done anything wrong. Alright then. Really? Cyber art? That's a komisches Art. I'm sorry to bother you.
But wenn ich? Nee. But if you're headed out towards Whitemire to keep an eye out for my brother, who's he? His name is Milton Hart. He was a soldier in the Imperial Army. I haven't seen him since everything fell apart. I dread the thought, but since he hasn't returned, he may have become one of the dead. He wears an amulet I gave him years ago to keep him safe. Now I fear it may be preserving him undead. I wish nothing but for my brother to be allowed to rest in peace. Will you do this for me? He lived out by the Sodden Hollow in Whitmere, so I'm afraid he's still out there. I will do what must be done. Genau, hat sie richtig erkannt. Das muss getan werden. Hier haben wir wieder eine Note. Lese ich auch gleich vor. Das ist nix. So eine düstere Atmosphäre hier. Also ich glaube, wenn ich hier leben würde, dann würde ich auch mit das Leben nehmen. Okay. Crudely scrawled note. Now, kann ich jetzt nicht rüberziehen hier? Ja gut. Now, I ain't a decent man, and I sure ain't good at writing, but words need to get out about what this place really is. This prison. It ain't like no joint I've ever been in, and I've seen double my share. Men don't stay here long, neither, and some of the lads they haul in, they ain't criminals. Hell no. The moment I see a man, I can tell by his eyes that he done wrong. These boys disappear. I seen this warden a couple of times. Man in black armor. If you ain't what? If you ain't no better, you'd think he was on the wrong side of the bars. Every day he and his blackly take prisoners. What? He and his blackleys take prisoners out to his hut on the yard by the dozen. They ain't never come back. Never come out. Later, the wagon rolls in by the hut. It always leaves full. They don't let us out ourselves no more. But I can tell there ain't much of us left. And the halls are quiet. I'm the last man in my row. Others? They was taken in yesterday's match. They were. Yeah. I ain't asking for pity. I know my aunt's in that hut. But perhaps this note will be my goal, my good deed in my pathetic life. Okay. Ob das dann stimmt, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich aber nicht. So, das ist ein Smuggler. Oh, was macht der denn? Item Stash. Use the item stash as an extension of your inventory. Oh. Sie kaufen. Oh, das ist kompliziert. Right click or drag to drop inventories to and from the item stash. Inventories stored this way are accessible from any smuggler in this game. Item transfer.
Place items in the transfer area to have the smuggler make them available to all your characters. Oh, das ist ja gut. Ja, manche viele. Ach nee, ja. Richtig. So, das war's. Keine Ahnung. Aber dann können wir... Oh, das ist nicht. Ja. Ja, cool. I'll keep an eye Hoffentlich stirben wir nicht. Am besten nie. So, Jane, wollte ich noch irgendwas vorlesen? Ich glaube nicht. Mrs. Constance says I'm not supposed to talk to you. Why is that? Because you have evil in your tummy. So, that's the Kind. See. Mrs. Constance, Jane. I'm not talking to you. But you're talking to me right now. Oh no, don't tell Mrs. Constance. I'm not supposed to. Your secret is safe with me. You're that one that was possessed. You stay away from me and the children, or I'll scream and Captain John will come deal with you as he should have from the start. Calm down, lady. I don't mean you any harm. I just want to talk. Please, just leave me alone and stay away from the children. As you say. You look mean. I'm the meanest. What? What do I? Keep you safe from the monsters. Oh, okay. I don't like the monsters. Me neither. You know, Mrs. Constance, she's not my real mom. She says we're the real family now, but I miss my real family. I think she's weird. Do you know where my mama and papa are? Oh, I'm sorry, I don't. When did you last see them? At our house where we live. It's in Burridge Village, which is a lot nicer than this place. The last time I saw my papa, he had to leave late at night to go be a soldier. Then Mama, she locked us in our room and said we had to keep quiet. There were scary noises outside and yelling. We heard Mama screaming, and then it got really quiet, and we were all scared. I fell asleep, though, and then in the morning the door was still locked. I couldn't hear nothing outside, but then Mrs. Colburn came and he kicked the door open. I thought it was a robber at first. He returned out to be nice. Mr. Popper. Okay. He made us cover our eyes and said we're going on a trip to a special place. This place doesn't seem really special though. We've been here forever now and I want to go home. I want to see Mama and Papa again. If you see them, can you tell them to come get us? And keep an eye out for your parents. Ein Buch über den Kopf. Der sieht aber cool aus. Hat hier auch einen schönen Platz. So, was sagt der? Oh. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Egal. Ja, jetzt ist... wir haben tatsächlich einen Tag-Nacht-Wechsel. Interessant. Es ist zwar immer irgendwie düster und auch beleuchtet. Ja, so, ich konnte mich jetzt teleportieren und zwar mit E war das, oder? Z? Nee, jetzt habe ich gesehen,
dann, ja. Das lege ich später unten. Also. Wo war denn das Schnelleisen? Das war hier irgendwo. Ja, wir müssen